Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und das hier ist Tessin Roadtrip Teil 2. Teil 1 findest du hier oben. Auf geht's! Tag 2 unserer Ferien. Wir haben nicht geladen gestern. Ihr habt es ja noch gesehen, 40%. Wir sind noch ein bisschen durchs Tal gefahren, dies und das. Waren auf 30%, denn das B&B ist oben auf einem Hang. Jetzt sind wir nochmal den Lukmania-Pass ein Stück hoch für die nächste Wanderung. Und der kleine Skoda hat natürlich schon ordentlich wieder das Energieflattern und meldet, bitte unbedingt laden. Denn wir sind jetzt natürlich, ich zeige euch das einfach mal hier, er sagt natürlich bitte laden, weil wir sind runter für ihn auf 18%. Das mag er ja bekanntlich gar nicht. Mir macht das überhaupt keine Sorge, denn wir fahren einerseits den Pass wieder runter. Andererseits, 18% ist fast noch ein Fünftel vom Akku. Da muss man sich selber auch rantasten, das weiß ich, wenn man neu mit der Elektromobilität ist. Aber irgendwann kommt da Gelassenheit. Irgendwann setzt das eigene Flattern erst weit unter 10% ein. Davon abgesehen, in Olivone ist ein 22 kW Charger. Ist natürlich nicht das Highlight, mit 11 kW dann zu ziehen, weil mehr kann der Skoda ja nicht. Aber es würde ja reichen, um mal kurz wieder ein bisschen reinzuladen, um zum nächsten Schnelllader zu kommen oder sonst wo. Wir gehen jetzt erstmal auf Wanderung. Einmal mehr am Wasser, einmal mehr an einem Kraftort. Wie ihr es ja schon aus dem letzten Roadtrip kennt, habe ich eine besondere Beziehung zum Wasser, insbesondere zu solchen Gebirgsbächen. Elektromobilität im Alltag. Das funktioniert einwandfrei, egal was ihr bei YouTube oder sonst so seht. Es funktioniert nicht für jeden. Genauso wenig wie ein Ferrari für jeden funktioniert, genauso wenig wie ein Pickup für jeden funktioniert, genauso wenig wie jeder von uns einen Trecker oder einen Bagger braucht. Wobei, einen Bagger hätte ich auch gern, das macht bestimmt Spaß. Für die Mehrheit von uns, die wir das Auto meistens aber nur alleine oder zu zweit benutzen, ist das überhaupt kein Problem. Für die Mehrheit von uns, die vielleicht noch 1 oder 2 Kinder haben, ist das überhaupt kein Problem. Ja, natürlich sind die Preise für Elektroautos immer noch recht hoch, aber es tut sich was, auch wenn wir jetzt jüngst Preiserhöhungen hatten. Dementsprechend kann man jetzt natürlich noch eine Zeit lang mit Diesel und Benzin fahren. Doch das wird aufhören. Also auch jene von euch, die jetzt sagen, nein, noch nicht, noch ist nicht der richtige Zeitpunkt, völlig okay. Aber stellt euch darauf ein, dass das kommen wird. Und wenn ihr euch jetzt schon damit anfangt anzufreunden, wie das im Alltag funktioniert, werdet ihr merken, das ist ganz einfach. Die Reichweite ist wirklich kein Problem. Auch wenn es vielleicht zunächst ungewohnt ist, sage ich, 400 Kilometer echte Reichweite. Mehr braucht es nicht. Aber echte Reichweite, nicht so ein WLTP-Quatsch. Warum? Warum sage ich sowas? Einerseits, abgesehen von Deutschland, haben wir überall Tempolimite in Europa. Das heißt, meist ist die Blase schneller voll als der Akku leer und ihr könnt aufladen. Das Laden wird immer schneller. Und verabschiedet euch im Kopf auch von dieser Faustformel von 10 auf 80%. Das muss man doch gar nicht. Du musst doch nur so viel nachladen bis zur nächsten Pause. Ich weiß, auch ich war so einer, der wollte 800-900 Kilometer mit seinem Diesel durchstochern. Ich war so unentspannt. Es ist eine andere Art Fahren. Aber Veränderung als solche ist nichts Schlimmes. Sie findet täglich statt. Und das ist eine große Veränderung, die unser Leben nachhaltig verändern wird. Wir wandern jetzt weiter und ja, wenn ich noch mal ein schönes Plätzchen finde, dann reden wir noch ein bisschen über individuelle Elektromobilität. Elektromobilität wird auch deswegen Alltag, weil nebst den neuen Autobauern wie jetzt Tesla oder Rivian oder Lucid
oder Polestar und wie sie alle heißen, wobei Polestar ist ja eigentlich Volvo, kommen auch die ganzen klassischen oder Legacy-Autobauer oder OEMs oder wie auch immer ihr sie nennen wollt, auf die Elektromobilität. Und deren Ankündigung, das ist kein Blabla. Die sind mittlerweile dabei, viele große haben es schon getan, ihre Diesel- und Benzinentwicklung zu reduzieren oder gar komplett einzustellen. Da werden keine neuen Motorengenerationen kommen. Das sagen die euch nicht, natürlich nicht. Die wollen ja ihre Benziner und Diesel, die sie mehrheitlich noch produzieren, verkaufen. Aber es ist Fakt. Und früher oder später werden wir alle elektrisch fahren. Batterieelektrisch. Das ist die Zukunft. Klar kann man jetzt über das Lithium reden, aber dann gehen wir schon wieder in die politischen Themen. Die Batterieentwicklung geht weiter. Irgendwann ist da kein Lithium mehr drin. Kobalt ist eh schon nicht mehr drin oder bald nicht mehr drin. Von daher fangt an, euch damit zu beschäftigen. Fahrt die Autos Probe und wenn ihr jetzt irgendwo ein Haus baut, eine Wohnung gekauft habt oder auch zur Miete plant umzuziehen, bedenkt bitte, dass ihr darüber nachdenkt, eine Ladestation zu Hause zu haben. Das ist kein Must-have, aber es macht das Leben deutlich, deutlich einfacher im Alltag. Irgendwann werden wir vielleicht auch all die Themen nicht mehr haben. Irgendwann werden wir gar nicht mehr laden. Gar nicht mehr laden stimmt natürlich nicht, aber es hat keinen Platz mehr in unserem Alltag, denn aus meiner Sicht ist das induktive Laden auf dem Vormarsch. Bei induktiven Laden denken jetzt viele an ihr Smartphone, ist auch nicht falsch, aber letzthin auch an diese großen Effizienzverluste. Oder wir haben noch so im Kopf induktives Laden 40–50% Verlustleistung. Das ist aber auch nicht mehr so. Es gibt induktive Ladesysteme, die technologisch eine Energieeffizienz von 90% haben. Das heißt, ihr habt eine Verlustleistung von 10%. Die klassische Wallbox oder der normale Lader hat irgendwo 5%. Das heißt, wir sind verdammt gut. Und jetzt denkt euch das einfach mal eine Weile durch. Egal, wo ihr hinfahrt, ihr könnt dann einfach in eurer App oder im Auto sagen, ja, ich möchte, wenn ich unter x% bin, bis x% induktiv laden. Ihr fahrt einfach auf den Parkplatz, es wird nachgeladen. Ihr fahrt über die Autobahn, da sind die Spulen im Boden, es wird nachgeladen. Ihr steht zu Hause in eurer Garage, ihr steckt kein Kabel an nichts, es wird nachgeladen. Laden hat für euch dann gar keinen Begriff mehr und denken wir 1–2 Generationen weiter, die wissen gar nicht mehr, was Laden ist, weil es von allein passiert. Anders ausgedrückt könnt ihr sagen, wenn sich das induktive Laden durchsetzt, und ich glaube tatsächlich, dass das die Zukunft unseres Ladens wird, dann ist euer Auto immer voll. Wer sich jetzt erinnert, als wir die Wanderung gestartet haben, hatten wir 18% SOC und 54 Kilometer. Und wir sind ja auch den Lukmania-Pass wieder hochgefahren. Was glaubt ihr denn, was jetzt, wo wir wieder in unserem Ort in Aquarossa angekommen sind, passiert ist? Ich zeig's euch. Wie üblich bei Skoda fängt er bei 20% SOC an zu meckern, dass man sein Fahrzeug laden soll. Und dann bekommt ihr solche lustigen Sachen hin, wie ich jetzt hier. Mein Skoda Enyaq ist der Ansicht, ich soll das Fahrzeug laden bei einer Reichweite von sage und schreibe 155 Kilometern. Denn wir haben 22% SOC wieder drin. Natürlich stimmen die 155 Kilometer nicht. Ich kann es euch auch hier vorne nochmal zeigen, weil wir ja jetzt nur bergab gefahren sind und sehr viel rekuperiert haben. Aber was ihr jetzt hieraus auch lernt ist, wenn ihr einmal unter 20% wart und wieder drüber rekuperiert, jetzt wie hier von 18 auf 22%, ich zeige es euch da nochmal, dann geht die Warnung nicht aus. Euer Skoda behält das bei. Ich glaube, ich muss noch mal ein separates Video darüber machen, ob der Skoda das dauerhaft beibehält. Ich muss echt mal zusehen, dass ich irgendwie so mit 19 oder 18% ganz oben auf einer langen Abfahrt von einem Pass ankomme und mal schauen, ob ich ihn dann irgendwie auf 25 oder 30% hochrekuperiert bekomme, ob der Wagen dann immer noch die Meldung beibehält oder wegbekommt. Aber das ist Teil für ein anderes Video. Eigentlich müsste ich noch gar nicht laden. Es sind immer noch 19% drin und wir sind ja noch mal hoch zur Pension und wieder runtergefahren. Aber morgen brauche ich mehr Saft, weil da geht es nach Swiss Miniatur, ganz ans Ende von der Schweiz sozusagen. Denn Bleifuß Lilly hat Geburtstag und Bleifuß Lilly möchte halt gerne ins Swiss Miniatur. Darum
Wir haben heute hier, da hinten neben der Kirche gehen wir essen, zufälligerweise eine Ladesäule, also stecke ich an. Klar, prinzipiell reicht der Inhalt da drin auch noch, um bis nach Bellinzona zum Ionity Charger zu kommen. Aber hey, warum soll ich die Gelegenheit hier nicht nutzen, kurz ein bisschen nachzuladen? Ja, weil eins bleibt ja trotzdem gültig. Steht er, dann lädt er, aber bitte nur, wenn es nötig ist. Und trotzdem haben wir es geschafft, ca. 14 Kilowattstunden nachzuladen. Wir müssen einen AC-Charger mit 11 kW. Und das ist ja keine verlorene Zeit. Wir haben ja nicht im Auto gesessen, darauf gewartet, dass das fertig wird. Wir waren genüsslich essen, auch wenn wir kürzer essen waren, als wir normalerweise gehen würden. Übrigens, die schlechte Videoqualität hier von der Ladesäule, und gerade müsst ihr entschuldigen, in den Ferien habe ich glatt die Kamera jetzt vergessen und filme das mit meinem iPhone. Bis morgen. Guten Morgen am zweiten Tag unserer Tessin-Ferien. Zumindest der zweite Tag, den wir voll hier sind. Wenn wir den Sonntag hinzuzählen, wäre es ja schon der dritte Tag. Heute hat Bleifuß Lilly Geburtstag. Darum mache ich das auch kurz, weil der Tag gehört ihr und in dem Fall nicht euch. Wir fahren Richtung Lugano. Wir möchten an den Luganer See und wir möchten Swiss Miniature besuchen. Ja, die Schweiz ist schon klein. Wir können aber noch kleiner. Deswegen gibt es Swiss Miniature. Und jetzt schauen wir doch einfach mal ganz kurz, wie sich die Navigationssysteme dahin schlagen. Ich habe 30% SOC. Ach, ich zeige es euch einfach kurz hier vorne. Ja, 30% SOC. Probieren wir mal als erstes hier Pump aus. Suche über die Tastatur. Kann ich das schneller, weil Swiss Miniature verstehen die sowieso nicht. Und Pump sagt, wenn ich mit 10% SOC ankommen will, sollte ich an der Ionity in Bellinzona kurz anhalten und nachladen. Und zwar 5 Minuten. Das würde ich wahrscheinlich nicht tun. Gucken wir doch mal, was Škoda alternativ vorschlägt. Swiss Miniature, damit es schneller geht, habe ich es eingegeben. Das ist also Škodas Vorschlag. Bitte 1100 Meter. Ja, Škoda ist nicht der Ansicht, dass ich laden soll, sondern dass ich einfach durchfahren kann bis Swiss Miniature. Nun stellt sich ja die Frage, wem vertraut ihr jetzt mehr? Der Škoda Navi, Pump oder eurem eigenen Bauchgefühl? Huiuiui, das waren verdammt lange Redepassagen mit Monologen. Wenn das jetzt doch ein paar Worte zu viel waren, dann hoffe ich, hat dir zumindest das Ergebnis mit dem Nachladen der Reichweitenwarnung gefallen. Und vielleicht haben dir die Worte oder meine Sichtweisen zur Elektromobilität auch ein bisschen weitergeholfen. Wenn dem so war, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Noch mehr freue ich mich natürlich über ein Abo von dir als Zeichen der Wertschätzung für meinen Kanal und meine Arbeit. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder und bis dahin, bleib energiegeladen. Oder Arschweh. Ja, Kraftorte, wir hatten das ja auch. Cut. Da hat sie weggehauen. Diese ungezügelte Leidenschaft des Wassers, dem Bachlauf. Cut, cut. Ich glaube, ich muss noch mal ein separates Video darüber machen, was passiert, wie... In diesem Sinne, wir gehen jetzt... Entschuldigung, da war mein Finger im Weg.